Frau kommt aus Kurzurlaub zurück und kommt nicht mehr in ihre Wohnung rein, weil sie von Hausbesetzern besetzt worden ist. So eine Schlagzeile liest man ab und zu in der spanischen Presse und es ist natürlich die Horrorvorstellung schlechthin für einen Eigentümer, wenn man sich in so einer Situation befindet. Fakt ist, dass es in Spanien tatsächlich häufiger zu Hausbesetzungen kommt, insbesondere in größeren Städten wie zum Beispiel Barcelona. Und das natürlich ein großes Problem ist für Eigentümer und für Investoren. Aber wenn man sich die Statistiken anschaut, kann man auch erkennen, dass es meistens eben nicht die Wohnungen sind, die kurzfristig leer stehen, weil die Eigentümer im Urlaub sind oder vielleicht ein Mieterwechsel stattfindet. Das sind meistens eben nicht die Wohnungen, die besetzt werden, sondern oft oder in der Regel sind es solche von Bauträgern, die längere Zeit leer stehen, von Banken, die viele Immobilien im Bestand haben und die eben nicht vermietet werden, sondern einfach monatelang, jahrelang teilweise leer stehen. Und die werden in der Regel besetzt von diesen Gruppierungen. Nichtsdestotrotz rechtfertigt es natürlich nicht die Tatsache, dass ein Haus besetzt oder eine Wohnung besetzt wird, das ist ganz klar. Aber trotzdem muss man es einfach ein bisschen in Relation sehen. Trotzdem ist es natürlich wichtig, gerade wenn man sich überlegt, eine Spanien-Immobilie sich anzulegen als Kapitalanlage oder um die dann später zu vermieten, kann es natürlich immer mal wieder zu Leerständen kommen und die Wohnungen dann vielleicht wochenlang einfach mal leer stehen. Und um dann zu vermeiden, dass eben Hausbesetzer die Wohnungen in Besitz nehmen, gibt es verschiedene Dinge, die man einfach beachten kann und sollte. Ich empfehle dann meistens, dass man sich eine Alarmanlage eben einbaut mit einer Kamera und ein damit verbundenes Alarmsystem. Hat nämlich zwei Vorteile. Zum einen hat man natürlich eine Abschreckungsfunktion. Wenn da eine Kamera steht, dann trauen sich eher mal weniger Leute dran, die Wohnung aufzubrechen. Und vor allem hat es auch den Vorteil, dass entsprechende Sicherheitskräfte informiert werden durch das Alarmsystem. Das ist nämlich insofern wichtig, weil es in Spanien nach der Gesetzeslage ganz entscheidend ist, dass man innerhalb von 48 Stunden die Hausbesetzung bemerkt. Wenn man nämlich innerhalb von 48 Stunden die Polizei alarmiert, hat man die Möglichkeit, die Hausbesetzer so räumen lassen zu können durch die Polizei, ohne über ein eventuell langwieriges und kostenintensives Gerichtsverfahren gehen zu müssen. Und das erreicht man nämlich, indem man diese Alarmanlage und die entsprechende das Kamerasystem aufgebaut hat, weil man dann nachweisen kann, dass innerhalb von 48 Stunden die Hausbesetzung bemerkt worden ist. Alternativ, wenn man merkt oder wenn man weiß, dass die Wohnung längere Zeit leer stehen wird, vielleicht einfach monateweise, gibt es auch die Möglichkeit, dass man eine sogenannte Schutztür, so eine Sicherheitstür einbauen lässt von Firmen, die dann eben auch verhindert, dass jemand die Tür einfach aufbricht und in die Wohnung eindringt. Es gibt also Möglichkeiten oder Schutzmaßnahmen, die man ergreifen kann im Vorfeld. Und ansonsten gibt es natürlich dann auch den Rechtsweg und die gerichtlichen Möglichkeiten, um die Hausbesetzer zu räumen. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man es erst nicht gar nicht so weit kommen lässt und dementsprechend einfach auch vorbeugt. Wenn du mehr Tipps haben möchtest zum Thema Investieren in Spanien Immobilien, dann melde dich einfach bei meiner Gruppe an. Den Link findest du unten. Ich freue mich auf dich.